Morgen. Lass uns anfangen mit Gebet. Herr, wir danken dir für diesen wunderschönen Sonntagmorgen. Wir beten, dass du heute bei uns bist und uns lehrst durch dein Wort. Wir beten, dass du diesen Tag segnest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir fangen an mit dem ersten Lied heute, die Nummer 136, Freue dich Welt. Herbei, o ihr Gläubigen. Die Nummer 153. Amen.
Advent, das heißt, es ist der Anfang der Weihnachtszeit für uns. Und heute Abend ist ebenfalls daher Adventscafé. Das beginnt um 16 Uhr. Wer gerne mithelfen möchte, aufzubauen, darf auch ein bisschen früher erscheinen. Und das wird dann sehr schön sein, hoffentlich. Wir singen als nächstes Lied, die Nummer 158, Gott wurde arm für uns. Guten Morgen. Wir dürfen Gibt's Anliegen? Mose verrückt am Dienstag, es wird dann am Mittwoch sein, so bitte, dass das alles gut geht. Für alle, die nicht gläubig sind in unseren Familien. Der erste Advent, ich bete dafür, dass diese Zeit der Anfang von allem Guten ist. Also, was auf der Welt gerade nicht gut läuft, dass das vielleicht so einer der
dass jetzt auch vielleicht Menschen aufwachen, besonders aufwachen. Ist noch mehr? Okay, dann lade ich ein, dass wir beten. Und wer mag, darf gerne mitbeten und ich würde es einfach dann abschließen. Ja, ich möchte dir danken, dass du uns heute wieder Gelegenheit gibst, dein Wort zu hören. Gib uns Kraft nachher für dein Wort, das wir verstehen, hat Michael predigt. Und ich möchte bitten für alle unsere Familien, die dich noch nicht kennen oder ja, die dich nicht kennen. Und Herr, bitte zeig ihnen den richtigen Weg und dass sie auch wieder zu dir zurückfinden. In Jesu Namen. Amen. Ja, Herr, wollen wir Danke sagen, dass wir heute Gottesdienst hier feiern dürfen. Wir wollen dich auch für die bitten, die heute nicht hier sein können, weil sie vielleicht krank sind. Wir wollen dich einfach bitten, dass du sie auch ermutigen magst weiter an diesem Sonntag. Wollen dich auch einfach bitten für den Adventskaffee heute, dass die Leute, die wir eingeladen haben, dass sie einfach kommen, Herr, und dass wir eine gute Gemeinschaft haben dürfen und dass deine frohe Weihnachtsbotschaft verkündet werden darf, Herr, dass du zu uns auf diese Erde gekommen bist, Herr, um uns zu retten. Danke für dieses große Gnadengeschenk und wollte ich einfach bitten, Herr, auch für unsere Regierung, Herr, dass weiterhin in unserem Land Frieden herrschen darf, dass wir einfach unseren Glauben frei leben dürfen, dass wir einfach ein Licht sein dürfen, ein Zeugnis, wo es möglich ist und wollen dich einfach bitten, Herr, dass du auch einfach Frieden schenkst in der Welt, gerade zu Weihnachten, dass die Parteien sich einfach besinnen dürfen, Herr, was es wirklich bedeutet und dass du Frieden in die Welt gebracht hast. Wollen dich auch bitten, Herr, für Königs Wusterhausen, Herr, dass sich der ein oder andere noch für dich entscheiden mag, Herr, und für ein Leben mit dir. Wollen dich einfach bitten, dass wir da auch einfach ein Licht sein dürfen für dich. Amen. Amen. Vater im Himmel, ich möchte auch von Herzen Danke sagen, dass wir heute uns hier versammeln dürfen, dass wir heute in deinem Namen hier sein dürfen. Ich danke dir von Herzen, dass wir unsere Anliegen auch jetzt vor dich bringen dürfen. Und dies das ehrt, weil wir wissen, dass nichts geschieht, ohne dass du deine Zustimmung gibst, dass wir von uns aus keine Herzen verändern können, dass wir dich in allem brauchen, dass du die Welt zusammenhältst und weil du da bist, läuft alles noch. Und auch wenn es manchmal so erscheint, als ob es nicht so wäre, als ob du fern wärst, du bist doch da und du brauchst jede Situation, um dich zu verherrlichen und du wirst am Ende auch Siegen und Gerechtigkeit bringen. Ich danke dir, dass du Großes tust und wir bitten dich um Großes. Wir bitten dich, dass du Veränderung schenkst in den Herzen in Deutschland. Es ist so traurig zu sehen, wie die Menschen so immer mehr sich abwenden von dir. Und ganz viele Menschen, auch einige, die wir selber kennen, die in unseren Familien sogar sind, wo wir wissen, die kennen dich nicht, die haben dich nicht angenommen oder sie kennen dich und wollen nicht mit dir gehen. Wir beten einfach, dass du in ihre Herzen wirkst, dass die Adventszeit noch mehr auch dazu führt, dass sie wach werden, dass sie eine Sehnsucht bekommen nach dir, dass sie merken, dass es in der Welt nichts gibt, was sie wirklich sättigt, was ihre Sehnsüchte wirklich beruhigt. Und ich bete einfach, dass du ihnen begegnest, dass sie dich kennenlernen dürfen, dass sie dich lieben lernen dürfen
Und dann zum Beispiel wir überall noch hingehen werden in der nächsten Zeit. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du Begegnungen schenkst, wo wir Zeugen sein können für dich. Einfach, dass du Wunder tust. Ja, ich möchte auch Marsha bringen, dass du einfach bei ihr bist, wenn sie Dienstag zurückfliegt und Mittwoch dann ankommt. Ich bete, dass du einfach das funktionieren lässt mit den Flügen, dass es keine Verspätung gibt oder wenn, dann dass es ihr noch zum Besseren dienen darf, dass sie wieder gesund und munter hier ankommt und dass du die ganze Reise einfach segnest, Herr. Ich möchte auch da ganz besonders nochmal für ihre Familie bitten, dass du auch bei ihnen bist in dieser schweren Zeit, dass du sie tröstest und dass sie einfach erleben dürfen, dass du sie durchträgst und dass du ihnen nahe bist. Vater, ich danke dir einfach auch, dass die Kinder die Kinderstunde gehen können, dass Maike was vorbereitet hat. Ich bete, dass sie ihre Herzen aufmachen und ihre Ohren, dass sie hören und verändert werden. Und dass du wirklich in ihren Herzen Raum gewinnst und sie dich wirklich lieben lernen von ganzem Herzen. Ich möchte auch von Michael nochmal bitten, dass du ihn einfach segnest in dem, was er vorbereitet hat, dass du ihn durchträgst durch die Zeit, auch die Stimme erhältst und dass wir unsere Herzen und Ohren aufmachen und bereit sind, das anzunehmen, was du uns heute sagst, dass wir uns verändern lassen und wirklich damit auch dich ehren. So danke ich dir für diesen Tag, danke, dass wir uns treffen dürfen, danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Amen. Dritte Mose 25. 3. Mose 25. Als das letzte Sonntag im Monat ist, also feiern wir Abendmahl. Und wenn wir feiern Abendmahl, dann wir haben die Predigt das dritte Mose, also zur Zeit, also wir sind fast zu Ende, also wir brauchen wahrscheinlich noch 6 Monate. Wir sind heute in eine interessante Stelle, so lasst uns beten und dann werden wir beginnen mit dem Text. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, dass wir können zusammenkommen und dass wir können schauen in dein Wort und sehen, was du damals gesagt hast für Israel und auch, dass wir werden verstehen, was es für uns bedeutet heute. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Und wir alle haben gehört von dem Sabbat und wir wissen, dass die Juden haben nicht am Sabbat gearbeitet und das war also einmal in der Woche. Ist zu vergleichen mit unserem Samstag. Ich weiß, dass in Deutschland der Woche fängt an mit Montag, aber also das ist eine Ausnahme. Also in den meisten Ländern, also Sonntag ist von der Woche anfängt und Samstag ist dann das Sabbat. Und es war ein Tag, an dem man nicht arbeiten darf. Aber es gibt andere Sabbate als nur der Tag. Es gibt auch das Sabbatjahr. Und das ist, wo wir fangen an. In 3. Mose 25 und Vers 1 steht, und der Herr redete zu Mose auf den Berg Sinai und sprach, rede mit den Kindern Israels und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land dem Herrn ein Sabbat feiern. 6 Jahre lang sollst du dein Feld besehen und 6 Jahre lang deinen Weinberg beschneiden und den Ertrag des Landes einsammeln. Aber im 7. Jahr soll das Land seinen Sabbat der Ruhe haben, einen Sabbat für den Herrn, an dem du dein Feld nicht besehen, noch deinen Weinberg beschneiden sollst. Auch was nach deiner Ernte vom Selbst wächst, sollst du nicht ernten. Und die Trauben
deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht lesen, weil es ein Sabbatjahr für das Land ist. Und dieser Sabbat des Landes soll euch Nahrung bringen, dir und deinen Knechten und deiner Magd, deinem Tagelöhner und deinen Gästen, die sich bei dir aufhalten. Deinem Vieh und den wilden Tieren in deinem Land soll sein ganzer Ertrag zur Speise dienen. Also es gibt ein Ruhejahr für das Land. Und das heißt, das Land soll ein Jahr lang brach liegen, wie die Wirt, also die wir auf dem Bildschirm vorher gehabt haben. Also ein ganzes Jahr. Also nichts pflanzen, nicht ernten, also auch was von allein. So man wisst, wenn man einen Garten hat, so wenn man ein Jahr zum Beispiel Kürbis hat, das nächste Jahr, also falls du nicht jedes Stück geerntet hast, wird neue Kürbispflanzen von allein wachsen. Also das dürfen die auch nicht nehmen. Sie sollen stattdessen dann Fleisch essen. Also wenn wir das lesen heute, also wir denken, das heißt also ein ganzes Jahr ohne Tomaten, ohne Kartoffeln, aber also denkt daran, die haben die sowieso nicht, weil also auch Europa hat die nicht, bis die von Amerika gebracht wurde. Also die Gelegenheit, solche also verschiedene Sachen zu haben, wie wir jetzt haben in Europa, wo man kann reingehen in den Markt und Sachen kaufen aus der ganzen Welt, das war nicht der Fall zu der Zeit. Also was am meisten vermisst wurde, wäre Brot. Also sie haben also Brot und dann auch die Trauben von den Weinbergen, die Oliven. Das ist die Sachen, die sie dann nicht ernten können. Feigen, also Sachen, die gehört zu das Land Israel. Also nicht, wir sollen nicht denken an was wir essen heute, sondern an was sie damals hat. So, die dürfen aber Fleisch essen und alles, was von den Tieren kommt. Also natürlich nicht Schwein, aber die anderen Tiere, die sie essen dürfen. Also sie dürfen das essen, also auch Milch trinken, Käse, Joghurt, also solche Dinge, Eier. Also die Sachen alle haben sie gehabt. Also die wurden nicht verhungern in diesem Jahr, auch wenn sie also kein Brot hat für ein Jahr. Also vor ich nach Deutschland gekommen war, ich war einer, der bei jeder Mahlzeit Brot gegessen hat. Denn ich bin so aufgewachsen. Also wenn wir essen Spaghetti in Amerika, wir haben nicht eine Gabel in einer Hand und ein Messer in der anderen oder einen Löffel, sondern wir haben ein Stück Brot in der anderen Hand. Und man nutzt den Stück Brot, also wie ein Messer. Und dann isst so. Also ohne Brot zu essen war ein schweres für mich. Aber ich habe gelernt, und so jetzt, also ich esse auch Spaghetti ohne Brot. Also es ist wirklich schwierig, aber ich habe gelernt, das zu tun. So, die mussten also etwas anderes essen für dieses Jahr, aber es ist ein Ruhejahr für das Land. Vers 8, und du sollst dir 7 Sabbatjahre abzählen, nämlich 7 mal 7 Jahre, sodass dir die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre beträgt. Da sollst du Hörnerschau ertönen lassen im 7. Monat, am 7. Tag des 7. Monats. Am Tag der Versöhnung sollt ihr ein Schofarhorn durch das ganze Land erschallen lassen, und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen. Es ist das Haujahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll.
Also, am 7. Tag, im 7. Monat, also das heißt nach ihren Kalender, und sie haben 2 Kalender gehabt. So den 7. Monat war auch der 1. Monat auf einer von den Kalendern. Aber noch die aus Ägypten gekommen waren, die haben einen neuen Kalender bekommen und es beginnt ungefähr April. Und im Herbst dann wird dieser Hornisjahr gemacht und der Jahr, also der Haarjahr, dann fängt an, also 6 Monate später ungefähr. Und so dann, die haben noch ein ganzes Jahr. Und dieses Jahr war ein Freilassungsjahr für das Volk. So alle Grundstücke, die in den letzten 49 Jahren verkauft oder gekauft wurden, werden an die ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben. Und wir lesen das, wir denken, das ist unfair, also es hat das gekauft, warum darf es das nicht behalten? Also wir werden mehr dazu sagen. Auch alle, die wegen unbezahlter Schulden Knechte geworden waren, wurden freigelassen. Und so, also denke an jemanden, er hat sein Grundstück und alles geht gut. Und es ist so Mitte dieses 49-jährigen Zeit und er hat einen Unfall oder wurde krank und dadurch könnte er sein Land nicht bepflanzen. Und es sieht nicht gut aus, dass er würde also in späteren Jahren das auch machen können. Und so er verkauft sein Land an jemand anderes. Und dann während der Zeit, also seine Schulden steigt und er ist dann wieder gesund und er hat sein Land nicht mehr, so er kann nicht also arbeiten und seine Familie kommen. Und so jetzt er verkauft sich selbst, also als Knecht an jemanden. So das geht also bis zum Ende der 49. Jahr. Und dann, es wird also ein Great Reset. Also nicht die man heute erwartet, aber also in dem Jahr, er bekommt sein Grundstück zurück, er bekommt seine Freiheit zurück. Das wird, also da es jedes 50 Jahre geschieht, also in jedem Gespräch, das wird einmal in dem Leben passieren. Manche würden das also 2-mal erleben können. So, Vers 11. Denn das 50. Jahr soll ein Haarjahr für euch sein. Ihr sollt nicht säen, auch seinen Nachwuchs nicht ernten, auch seine unbeschnittene Weinstöcke nicht lesen. Denn ein Haarjahr ist es soll euch heilig sein. Vom Feld weg dürft ihr essen, was es trägt. Also, das Jahr war auch ein Jahr für das Land. Das heißt 2 Jahre hintereinander ohne Bepflanzung. Also, die haben schon ein ganzes Jahr Fleisch gegessen. Jetzt dürfen sie etwas dazu nehmen und es ist so was wächst am Feldweg. Wir wohnen also in der Nähe vom Westensee und es gibt viele Wege da, wo die haben Sachen gepflanzt, also Beeren, also verschiedene Art. Ich weiß nicht, welche sind giftig und welche nicht. Also wenn ich das nicht kenne, also ich lasse das dabei. Aber ab und zu sieht jemand, der geht und erntet diese Sachen und isst die. Also in diesem Jahr dürfen die sowas tun. Also Beeren, sozusagen, könnten sie nun essen, aber nur nicht das, was aus ihren Feldern kommt. Also dürfen sie nicht. Vers 13, in diesem Haarjahr soll jedermann wieder zu seinem Eigentum kommen. Wenn ihr nun
euren Nächsten etwas verkauft oder von euren Nächsten etwas abkauft, so soll keiner seine Brüder übervorteilen, sondern nach der Zahl der Jahre seit dem Haarjahr sollst du es von ihm kaufen, und nach der Zahl der Erntejahre soll er es dir verkaufen. Wenn es viele Jahre sind, sollst du ihm den Kaufpreis erhöhen. Und wenn es wenige Jahre sind, sollst du ihm den Kaufpreis verringern. Denn eine bestimmte Anzahl von Ernten verkauft er dir. Also das Preis wird so abgeglichen, dass es Sinn macht. Also warum solltest du sehr viel bezahlen für das Land für eine kurze Zeit oder einen sehr hohen Preis? Also wenn es ist nur noch ein Jahr übrig, dann du verkaufst das viel billiger und dann es geht sowieso zurück am Ende des Jahres. Also wir lesen das und wir denken, das ist ein komisches System. So viel anderes, als was wir haben heute. Also heute, wenn jemand ihre Schulden nicht bezahlen kann, also in vielen Ländern, also es gibt soziale Hilfe, was denkt dazu, dass man wird auch oft sehr faul geworden. Denn wenn man das bekommt, um es zu arbeiten, also nicht jeder, also natürlich, aber manche sagen, warum soll es arbeiten, damit anderen was bekommt. Und in anderen Ländern, also wenn man Schulden hat, die man nicht bezahlen kann, dann sie wird in Gefängnis geworfen und muss da bleiben, bis sie die Schulden bezahlt haben. Also das ist offensichtlich auch nicht eine sehr gute Sache. Und also die Bibel sagt nicht, dass dieses System war ein vollkommenes System, das wir auch heute nutzen sollen. Es wurde gegeben in der Gesellschaft, wie es war zu der Zeit. In alle anderen Ländern, Leute verkauften ihr Land und manche Leute waren dann so daraus reich geworden und andere Menschen waren arm geworden. Und Leute, die arm waren, haben nie die Gelegenheit gehabt, aus dieser Situation zu kommen. Es ist immer noch der Fall in vielen Ländern heute, zum Beispiel in Indien, wo, wenn man geboren ist in einer niedrigen Lage, man darf nicht zu den Nächsten kommen. Und wer reich geboren ist, der bleibt so. Und so, das ist auch nicht gerecht. Also diese war Gesetze, was Gott Mose gegeben hat in der damaligen Gesellschaft, damit Israel wird anders als alle anderen Länder. Und also wie gut würde dieses System funktionieren? So ist es wirklich schwierig zu sagen, weil eigentlich Israel hat es nicht getan, obwohl es vorgeschrieben war, dass sie das tun sollten. Vers 17. Also soll nun keiner seinen Nächsten übervorteilen, sondern du sollst dich fürchten vor deinem Gott, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Darum haltet meine Satzungen und bewahrt meine Rechtsbestimmungen und tut sie. So sollt ihr sicher wohnen in eurem Land. Und das Land soll euch seine Füße geben, dass ihr esst bis zur Sättigung und sicher darin wohnt. So, wir werden nächstes Mal, wenn wir weitergehen in dieser Stelle, noch andere Regeln, die gehört zu diesem gleichen Thema. Wir kommen nicht zu dieser heute, denn es wird zu viel. Aber wir haben schon ein bisschen Ahnung von diesem System. Also, was waren die Vorteile dieses Systems? Also, Sabbatjahr, jedes 7. Jahr und dann an den 50. Jahren. Also, das heißt nicht jede 50 Jahre, das heißt jede 49 Jahre. Denn das 50. Jahr war auch der erste Jahr. Also es ist jede 49 Jahre, dass das eigentlich gemacht wurde. Also was waren die Vorteile? Also erstens, es hatte
eine erholsame Wirkung auf das Land und erhöhte somit die Leistung. Als die Siedler erst nach Amerika gegangen waren, da war ein sehr vieles Land und da waren riesengroße Bäume drauf. Und so die haben Sachen gemacht, also manche Bäume gefallen, wenn die gebaut hat, andere die haben die einfach getötet, damit die keinen Schaden machen würden für das Land. Und die haben dann zwischen die Bäume Sachen gepflanzt, zum Beispiel Tabak. Und noch nur wenige Jahre das Land war so geschädigt, dass es könnte kein Ertrag mehr. Also es war wirklich schlimm. Und so die Menschen haben einfach das Land zurückgelassen und dann geht weiter. Und also es gibt immer noch ein Stück in Virginia, wo nichts viel wächst, weil sie haben das Land ausbenutzt. Also vor schon 400 Jahren. So, es hat einen guten Effekt auf das Land. Also heute, wir haben viel gelernt, wie man das machen kann. Also man könnte zum Beispiel, was gepflanzt wird auf ein Feld ändern, so dass man also Maiskorn ein Jahr, Bohnen ein anderes Jahr, also verschiedene Sachen, weil manche nehmen etwas von den Erde, was andere Sachen dann bringen zurück. Und so heute ist es vielleicht nicht so nötig wie damals, aber das Land braucht diese Zeit für Erholung. Zweitens, ein zweiter Vorteil ist, niemand wurde auf Kosten der Armen reich geworden. Also wenn einer sammelt die Grundstücke von allen anderen, dann wird reich geworden und der das verkauft hat, dann hat nichts und seine Kinder hat auch nichts. Und so manche wurden sehr reich geworden, andere sehr arm. Und so das hilft, dass das nicht passiert. Drittens, diejenigen, die zuvor in schweren Zeiten geraten wurden, wurden einen Neuanfang bekommen. Also wir machen ähnlich heute, wo jemand kann, der sehr viel Schulden haben, kann also die Schulden also einfach wegmachen und von vorne anfangen. Aber das heißt nicht, dass er bekommt zurück alles, was er vorher hat. Also es ist ein bisschen anderes, wie es heute gemacht wird. Und auch sie würden lernen, Gott zu vertrauen, da er sich ohne Ernte um ihre Bedürfnisse kümmern würde. Also man sollte sowieso Gott vertrauen. Aber wenn man weiß, also dieses Jahr ich bin Bauer, aber dieses Jahr ist Pflanze nichts. Und ich muss Gott vertrauen. Also das hilft die. Also wenn sie das wirklich getan hätten, hätte es sie geholfen. Vers 20. Und wenn ihr sagt, was sollen wir im 7. Jahr essen? Denn wir sehen nicht und sammeln auch unseren Ertrag nicht ein, so sollt ihr wissen, ich will im 6. Jahr meinen Segen gebieten, dass das Land den Ertrag für 3 Jahre liefern soll. So dass, wenn ihr im 8. Jahr seht, ihr noch vom alten Ertrag essen werdet bis in das 9. Jahr, dass ihr von den alten essen werdet, bis sein Ertrag wieder hereinkommt. Also Gott hat gesagt, okay, wenn ihr seid nicht zufrieden, einfach Fleisch zu essen für den Jahr, du solltest also Brot haben, dann, also, wenn du das zu mir sagst, also bete zu mir, so ich werde den Ertrag im 6. Jahr vermehren und du wirst dann genug haben, so dass du essen kannst, bis dann also später im 9. Jahr, du hast dann eine neue Ernte. Also es war auch eine Erinnerung daran, dass das Land und jeder darin Gott gehörte. Also so oft wir denken, das ist mein Leben und das ist mein Land und das ist mein Auto. Aber in Wirklichkeit,
ich besitze nicht. Es ist Gottes Land. Es ist sein Auto. Es ist sein Leben. Es ist nicht meine. Und das hilft dir daran zu denken. Vers 23. Ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir. Und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Also wenn wir daran denken, also wenn wir sind Gäste bei Gott, also wird er zulassen, dass seine Gäste nichts zu essen hat? Nein, wir können ihm vertrauen. Wir sind seine Gäste, es ist sein Land. Im übertragenen Sinn ist dies ein Bild dessen, wofür Christus auf die Erden gekommen ist. So, Lukas 4, Vers 18 bis 21, Jesus zitiert eine Stelle aus Jesaja. Und diese Stelle eigentlich geht um dieses Feiertag, was Israel so eigentlich nicht wirklich gefeiert hat. Lukas 4, Vers 18, also Jesus ist in die Synagoge gegangen und er hat die Buchrolle genommen und hat den Text gelesen, was dran war für den Tag. Also es war normal in einer Synagoge, dass jeder, der fähig war, das zu tun, könnte da reinkommen, den Buchrolle nehmen und die Stelle lesen für den Tag. Und dann die würden darüber reden. So er hat das gemacht und hat die Stelle für den Tag gelesen. Lukas 4, 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Also das ist, wenn die machen den Hornerschau. Und das sagt die Armen, also du wirst gleich dein Grundstück zurückkommen. Also macht bereit dafür. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Interessanterweise, er hört auf mitten in den Satz. Und wenn man weitergeht, dann es geht um das Gericht. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Also im bildlichen Sinn, diese ganze Sache gibt uns ein Bild von Jesus Christus und was er für uns tut. Er bringt uns in Ruhe, er gibt uns Ruhe, er segnet uns mit also vieler Speise und er befreit uns, wenn wir so in Schwierigkeiten geraten, sei es unsere eigene Schuld oder nicht. So, er befreit uns auch von unserer Sünde und so im bildlichen Sinn dieses Sabbatjahr und das Heiljahr, also zeigt uns, was Jesus für uns tut. So, was sollte geschehen, wenn Israel dieses Jahr nicht so einhielt, wie Gott es geboten hatte? Also, wir wissen, dass in dem Gesetz, dass es gibt Gesetze und dann es gibt auch ein Teil am Ende des Gesetzes, besonders man liest das am Ende des Buch 5. Mose, aber wir werden es auch finden in 3. Mose später, wir werden zu diesem Teil kommen, wo es steht, also es ist vorgeschrieben, was wird passieren, wenn ihr das nicht tut. Und auch es steht, was wird geschehen, wenn ihr es tut. Aber wir reden jetzt über, was passiert, wenn man das nicht tut. 3. Mose 26, 32 bis 35. Und ich will das Land verwüsten, sodass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen sollen. Euch aber will es unter den Heidenvölkern zerstreuen und das Schwert hinter euch herziehen, sodass euer Land zu Wüste wird und eure Städte zu Ruinen.
Dann wird das Land seine Sabbate genießen, solange es verwüstet liegt und ihr im Land eurer Feinde seid. Dann wird das Land ruhen und seine Sabbate genießen dürfen. Solange er verwüstet liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte an euren Sabbaten, als ihr darin wohntet. Also Gott sagt zu Israel, wenn ihr das nicht tut, also nicht sofort, aber irgendwann in der Zukunft, es wird zu der Zeit kommen, wo ich würde sagen, das Maß der Sünde also reicht mir, also die Nase ist voll. Und dann, ihr wird also zerstreut in andere Länder und der Zeit, dass ihr da bleiben muss, eigentlich, wird bestimmt, von wie viele von diesen Sabbatjahren ihr nicht gefeiert habt. Dann Vers 43 von 30. Stelle. Aber das Land wird von ihnen verlassen sein, um seine Sabbate zu genießen, indem es ohne sie verwüstet liegt. Sie aber werden ihre Schuld büßen, eben deshalb, weil sie meine Rechtsbestimmungen missachtet haben und ihre Seele meine Satzungen verabscheut hat. Also es gibt heute eine Bewegung von Menschen, die sagen, also es sollte keine Konsequenzen geben. Also jemand geht in einen Laden und nimmt, was sie haben wollen, dann der Staat sagt, ja, also, aber die sind so arme Menschen und es ist eigentlich unfair, dass es Reiche gibt und die das also kaufen kann, aber diese Menschen sind arm und so, die sagen, es sollte keine Konsequenzen geben. Aber Gott sagt, es gibt eine Konsequenz von Sünde. Er hat Adam und Eva das gesagt im Garten und in dem Gesetz, wir finden, dass es gibt immer Konsequenzen. Und so ist es hier. Was wichtig zu verstehen ist, dass Gott sagt nie, das darfst du nicht tun, ohne die Konsequenzen im Voraus zu geben. So es ist keine Überraschung, wenn die Konsequenzen kommen, es sei denn, dass die Leute die Bibel gelesen haben. Denn es steht deutlich da drin, was die Konsequenzen sind. So hat Israel die Sabbatjahre eingehalten? Nein. Vielleicht einmal, aber vielleicht auch nicht einmal. Also wir lesen mindestens nirgendwo in den Schriften, wo sie das gefeiert hat. Jeremia 25, 11 bis 12, es steht, und dieses ganze Land soll zum Trümmerhaufen zur Wüste werden, und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an den König von Babel und an jenen Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr, auch am Land der Chaldäer, und ich will es zur ewigen Wüste machen. Also interessanterweise, das ist deutlich erfüllt, also man kann dahin gehen, es ist eine ewige Wüste. Aber es war vorher nicht. Also vorher, es war ein sehr gutes Land. Und Gott hat durch Jeremia gesagt, also jetzt, der Maß der Sünde ist voll. Und dieses Land also wird von den Chaldäer erobert und ihr wird gefangen genommen. Und einer von denen, der gefangen genommen waren, heißt Daniel, der Prophet. Und Daniel war ein junger Mann, aber als er in Babylon war, er war also ziemlich schnell gestiegen zu einer wichtigen Rolle in dem Land. Und Jeremia hat Briefe gesagt an die Gefangenen. Und ich weiß nicht, wer die Gefangenen geöffnet hat, aber wer die Briefe bekommen hat, hat irgendwie die Daniel gegeben, damit Daniel die lesen könnte. Und in Daniel 9, Vers 1 bis 2, wir lesen, dass Daniel so in den 70. Jahr hat gelesen, was Jeremia geschrieben hat. Es steht im ersten Jahr des Darius, des Sohn Ahasapharos,
vom medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war. Im ersten Jahr seiner Regierung achte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Prophet Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und er freut sich darüber. Jetzt dürfen sie zurück. Er liest aber weiter. Und als er weitergelesen hat, er lernt, dass es gibt noch etwas, was die tun sollen. Und so wir lesen dann in Jeremia 29, Vers 10 bis 14, was Daniel weitergelesen hat. Es steht, fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an dieser Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören, und ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr vom ganzen Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und ich werde euer Geschick finden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Also Daniel hat das gelesen. Und er sieht die Liebe Gottes da drin. Also warum hat Gott Israel gesüchtigt? Weil sie ihn verlassen hat, weil sie ihn missgeachtet hat. Sie sind ihren eigenen Weg gegangen, hat gedacht, dass es wird keine Konsequenzen geben. Aber nun, die Strafe war zu Ende. Und so was muss Israel noch tun? Die müssen Buße tun. Also die waren bestraft. Jetzt ist die Zeit zu sagen, ja Gott, du hast recht. Wir waren schuldig. Und das ist, was wir lesen in Daniel 9. Als Daniel hat angefangen, für Israel einzutreten. Und wir lesen mehrere Sachen, die er getan hat in seinem Gebet. Und wenn wir denken, dass es steht hier, dass die sollen das von ihrem ganzen Herzen tun. Wenn wir lesen das Gebet Daniel, wir werden verstehen, was es bedeutet, vom ganzen Herzen um Vergebung zu bitten. Denn was sagen wir immer? Also Herr, vergib mir meine Sünden und es ist vorbei. Also das hat Daniel nicht getan. Also er hat vom ganzen Herzen gebetet. So in Vers 3, wir sehen, dass er demutig ist vor Gott und er hörte Gott, während er anbetet. Daniel 9, 3. Und ich wandte meinen Angesicht zu Gott, den Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du große und furchtgebetene Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihm leben und seine Gebote bewahren. Also er demutigt sich vor Gott zuerst. Und dann er bekannte die Sünde Israels. Zuerst die gesetzeswidrige Handlungen. Und in Daniel 9, Vers 5, also 5 verschiedene Sachen wurde gesagt über ihre Sünde. So wir haben gesündigt, also das ist das Erste. Und haben Unrecht getan, das ist das Zweite. Und gesetzlos gehandelt, das Dritte. Wir haben uns aufgelehnt, Vierte. Und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Also 5
verschiedene Begriffe für ihre Sünde hat er benutzt. Und dann er geht weiter, denn das war nicht alle Sünde. Es gibt auch die Ablehnung der Propheten, Vers 6. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu den ganzen Volkes des Landes geredet haben. Also die haben Masse von den Propheten sogar getötet. Zunächst er erkennt an, dass Gottes Urteil gerecht war. Vers 7, du Herr bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt. Den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Land, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Ich muss überlegen, wo ich bin. Muss ja schwierig sein. Das weiß ich gerade. Okay, ja, uns Herr treibt es die Schamröte ins Gesicht, unsere Königin, unsere Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Also Daniel hat gesagt, Herr, du hast recht. Wir haben falsch getan. Also alle diese verschiedenen Begriffe, die er nutzt. Und er nutzt noch mehr, als wir gehen weiter. Und wir haben die Propheten, also deine Worte, die du zu uns gesagt hast, wir haben die abgelehnt. Also später, als Jesus zur Erde gekommen war, die haben auch den Sohn abgelehnt. Und die Strafe dafür war also viel schlimmer. Also so haben wir gesehen vor 2 Wochen, wie Jerusalem zerstört wurde. Also zum zweiten Mal. Und es liegt also brach dann für fast 2000 Jahre. Und erst jetzt ist Israel wieder in das Land. Auch er erkennt an, dass ihre Sünde gegen Gott war, aber dass es in Gottes Hand war, zu vergeben. Also oft wir denken, also meine Sünde schadet niemand. Also es ist nur ich, der geschadet wird, wenn ich sündige. Aber das ist nicht, was wir finden in der Bibel. Was wir finden in der Bibel ist, wenn wir sündigen gegen Gott. Und so, das hat Daniel auch anerkannt. In Vers 9. Aber bei den Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir aufgelehnt und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so dass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat es auch uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regieren, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgenommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso, wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu beschäftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hatten. Darum hat auch der Herr darüber gewagt, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat,
da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Das ist ein Unterschied zwischen uns und Gott. Also wir versprechen unsere Kinder, wir sagen, also noch einmal und dann die machen das und wir noch einmal und dann, also nee, also Gott ist gerecht und das heißt, wenn er gesagt hat, es wird eine Strafe geben, dann es wird geben. Also das müssen wir lernen als Eltern auch zu tun. Dass wenn wir sagen, unsere Kinder, diese Strafe wird es geben, dann es muss geben. Weil das ist, wie sie lernen über Gott, dass er das auch macht. Dann, er hat um Vergebung und der Gerechtigkeit Gottes willen gebeten. Also wir finden, also er bat um Vergebung. Er hat 4 verschiedene Begründungen dafür. Das erste war, um der Gerechtigkeit Gottes willen. Vers 15, nun aber Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag. Wir haben gesündigt. Wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass uns doch um all deine Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grenzen abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. Also er sagt, O Herr, lass doch um all deine Gerechtigkeit willen, also vergib uns. Und dann er bat um Vergebung um des Namen Gottes willen. Vers 17, so höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Um des Herrn willen, neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sehe unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Also er sagt ähnlich wie Mose vorher gesagt hat, also um deinen Namen willen. Also du wirst einen schlechten Ruf bekommen, wenn du sagst, nach 70 Jahren, du wirst uns vergeben und du dann das nicht tust. Also das wird dein Name schädigen. So um deine Gerechtigkeit willen, um deines Namens willen und dann auch er bat um Vergebung, um Gottes Barmherzigkeit willen. Mit der Vers 18, denn nicht um unseren eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitte vor dich, sondern um deine großen Barmherzigkeit willen. Also Gott, du bist bekannt als einer, der barmherzig ist. So Jeremia hat sogar geschrieben, dass deine Gnade ist jeden Tag neu. So um deine Gerechtigkeit willen, um deinen Namen willen, um deine Barmherzigkeit willen, vergebe uns. Und dann er hat auch um Gottes Willen selbst gebeten. Vers 19. Herr, hör, Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deine selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Also um deine Gerechtigkeit willen, um deinen Namens willen, um Barmherzigkeit willen, um deinen eigenen Willen. So damit du nicht geschädigt bist, vergebe uns. So ist es, als ob er hat nun Gott gezwungen zu handeln nach seinem eigenen Wort. Das ist, was es bedeutet, von ganzem Herzen zu bitten. Also er hat eigentlich Gott gesagt, alles, was er vorher gesagt hat, dass er tun würde. Und er sagt, Gott, du hast gesagt, du wirst uns vergeben. Jetzt vergebe uns. Und hat Gott das getan? Ja. Er hat das getan und die waren zurückgegangen. Man kann lesen im Buch
Nehemia und Ezra, wie die zurückgegangen waren und wie die den neuen Tempel gebaut haben. 2. Chronik 36, 21 ist so wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt. Bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung währt, bis 70 Jahre vollendet sind. Also der Chronik geschrieben hat, also Verseines Ezra, hat gesagt, diese 70 Jahre waren nötig, weil 70 Sabbatjahre wurden verpasst. Ich habe gerechnet, aber ich habe vergessen, also wie viele Jahre das sein muss, um 70 Sabbatjahre zu verpassen. Also von jeder 59 Jahren, es gibt dann 8. Also 7 Sabbatjahren und dann der erste Jahr ist auch der 50. Jahr, ist auch ein Jahr. Und so das ist 8 von jeder 49. Und so Teile 70 mit 8 und man kann dann rechnen, also wie lange es sein war. Und man kommt zurück ungefähr auf die Zeit zwischen David und Salomo, wo Salomo den Tempel gebaut hat. Die Bibel sagt uns nicht, ob die das richtig gefeiert hatte davor, aber es scheint, dass von der Zeit, dass Jerusalem zu dem heiligen Ort war, wo der Tempel war, dass während dieser ganzen Zeit, die haben nie gefeiert. Und so Jerusalem muss gefangen geworden bleiben für 70 Jahre, weil sie haben 70 Sabbate verpasst. Das sagt uns viel über unseren Gott. Also, er ist barmherzig. Er liebt uns sehr. Und da er uns liebt, er muss auch sein Wort halten. Und so wir können vertrauen. Also alle Fluche, was es gibt, wenn man das nicht tut, also die sind zu erwarten, wenn man seinen eigenen Weg geht. Aber das heißt auch, dass alle Segnungen, die er versprochen hat, sind zur Verfügung, wenn wir ihn mit ganzem Herzen tun, wie er uns gesagt hat, dass wir tun sollen. So ist es ein Fluch für uns oder ein Segen? Wir dürfen entscheiden. Was wollen wir haben? Wollen wir, dass Gott uns segnet? Dann folge sein Wort. Wollen wir, also alle die Fluch, was es gibt in der Bibel für die, die ihn ablehnen, wollen wir die haben? Also die sind auch zur Verfügung, wenn man den Weg, den eigenen Weg gehen will, was führt zum Tod. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, als wir lesen diese Stelle, was so oft wird übersehen, als wir gehen durch den Wort und denken nicht, dass es so wichtig ist für uns. Aber Vater, es ist ein Beispiel, von dem wir viel über dich lernen können. Und Vater, ich bete, dass du es uns segnen und helfen, dies alles zu verstehen und auch einzusetzen in unserem eigenen Leben. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Zunächst singen wir aus dem blauen Buch, Lied Nummer 330, wenn man weiter hören kann. Ich weiß, dass die Glocken schon getont hat, aber die Uhr da ist, die ist immer noch 8:45. So ist. Ich weiß nicht, wie es ist. 12:11 10 nach 11, 12. Wir waren noch da.
seht, wie übersetzt, seht den Königsmantel und den Dornenkranz. Unter Schmerz, unter Spott, trägt der Sturm das schwere Kreuz, und verlassen geht seinen bleiben Weg. Dein Tod hat uns befreit, die Gnade triumphiert, und ein Liebesstrom wäscht unsere Herzen rein. Zur Sünde wurdest du und warst doch ohne Schuld. Ein Herz der Liebe ruft, Vater, vergib. Wir beten an das Lamm auf dem Thron. Kommt und seht, unsere Schuld hat den Herrn am Kreuz durchbohrt, so viel tiefer als die Nägel seinen Leib. All der Stolz, alles Leid, alles, was uns von Gott trennt, und die Strafe lag auf ihm zu unserem Heil. Dein Tod hat uns befreit, die Gnade triumphiert, und ein Liebesstrom wäscht unsere Herzen rein. Zur Sünde wurdest du und warst doch ohne Schuld. Ein Herz der Liebe ruft, Vater, vergib. Wir beten an das Lamm auf dem Thron. Des Himmels ist geboren, um uns Sünde zu befreien. Voller Ehrfurcht beugen wir uns nun vor dir. Weil du starbst, leben wir, und dein Opfer macht uns heil. Deine Auferstehungskraft gibt uns den Sieg. Dein Tod hat uns befreit, die Gnade triumphiert, und dein Liebesstrom wäscht unsere Herzen rein. Zur Sünde wurdest du und warst doch ohne Schuld. Ein Herz der Liebe ruft, Vater, vergib. Wir beten an das Lamm auf dem Thron. So, Gott hat Israel gesagt, dass er wollte sie so